Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 4. Folge unseres Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu Playmocast. Hallo Philipp, wie geht's dir heute? Super, das T-Shirt klebt. Es ist immer noch sehr warm, obwohl wir es schon wieder sehr spät haben. Ein guter Grund, um die Folge einzuleiten. Sehr, sehr warme Temperaturen und bei mir ist manchmal der Achselbereich so nass, dass ich Angst habe, da stellt irgendwann jemand ein Schild auf und schreibt drauf, bitte nicht vom Beckenrand springen. Aber Mega flach. so weit ist es noch nicht. Gerade kurz vor der Aufnahme, also wir nehmen um mittlerweile 23 Uhr am Dienstag auf. Gerade hat Gina Lüttenkemper bei der Leichtathletik-EM ihren Europameistertitel geholt. Also habe ich gerade noch miterlebt. Also für alle Freunde des Leichtathletiksports. Ja, da gab es einiges zu bejubeln. Und Philipp, eine Sache habe ich noch mitgebracht. Und zwar habe ich, als ich noch in Thüringen war, da habe ich ja in der letzten Folge von berichtet, im Kino Bullet Train gesehen. Hast du von dem Film schon mal gehört? Tatsächlich nicht. Kann ich dir wärmstens empfehlen. Bullet Train, richtig geil mit Brad Pitt. Und meistens ist es ja so, also zumindest ist das so meine Erfahrung, wenn Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt in einem Kinofilm mitspielen oder generell in einem Film, dann lohnt sich es eigentlich immer, da hinzugehen. Also war ein richtig toller Film und ja. Geguckt im Kino? Genau, geguckt im Kino. Der kam Anfang August raus. Ich glaube, am 2. August oder so kam der raus und den habe ich am 7. glaube ich geguckt, 7. August im Kino. Richtig cooles Erlebnis, ja. War mal mit der ganzen Gruppe da und war geil. Das letzte Mal im Kino war tatsächlich noch vor Corona. Ja. Ah, was hast du da geguckt? Ich kann es dir nicht mal mehr sagen. Es ist eine sehr, sehr verblasste. Vielleicht sollte ich nicht sagen vor Corona, sondern eigentlich eher vor Geburt des Sohnes. Und das ist ja schon nicht... Du weißt ja selber, okay, das schon, wie alt er ist. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Mein letzter Kinofilm davor war James Bond. Der war so mitten in der Corona-Zeit. Der war auch richtig cool. Und da war es ja so Corona-mäßig schon wieder ein bisschen lockerer. Also, ja, ich finde aber generell hast du bei Kinofilmen immer das Problem, dass die gefühlt, sagen ältere Leute, glaube ich, immer nicht mehr so geil sind wie damals zu unserer Hochzeit. Also ich finde, früher gab es irgendwie viel geilere Filme. Aber Bullet Train ist echt so ein Film, den kann man sich gerne mal angucken. Und dann habe ich noch eine Sache mitgebracht, eine wärmste Empfehlung wirklich von mir. Die Einleitung wird jetzt ein bisschen lang, aber in 4 Monaten ist ja auch schon wieder Weihnachten und wer an Weihnachten Probleme hat, so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, der macht das dann oftmals über Musik und da gibt es ja richtig, richtig viele tolle Weihnachtsalben. Ich höre da immer Alben von Elvis Presley oder Johnny Cash, sind so meine Lieblingsinterpreten. Natürlich gibt es auch Michael Bublé und Celine Dion und viele andere. Aber ein Weihnachtsalbum, was mir richtig gut gefällt, ist das Album von Sia. Das kann man wirklich während des ganzen Jahres hören. Das Album heißt Every Day is Christmas. Da sind richtig tolle Lieder drauf. Zum Beispiel Puppies Are Forever und auch ein Lied, das den Namen Sunshine trägt. Und damit wären wir auch schon bei der aktuellen Folge, Philipp. Und zwar geht es heute um den Urlaub, um den Sommerurlaub. Es geht um den Sommerurlaub, es geht um Strand, es geht um Camping, es geht um Hotels, um Pensionen, um die Berge. Es geht um Gastronomie, es geht um Aktivitäten, es geht um ganz, ganz viel. Genau. Ja, wir haben da alle möglichen Themenbereiche mitgebracht, weil es auch immer, glaube ich, so eine Sache ist, für welche Aktivität man sich da entscheidet oder für welchen Bereich. Und du hast ja die ganzen Bereiche gerade schon aufgezählt. Und das ist an dem Sommerurlaub so cool, weil du musst ja halt nicht an den Strand gehen, wenn du den nicht magst. Und deswegen, zeigen wir euch da alle Alternativen, die es so von Playmobil gibt. Es gibt natürlich auch, jeder hat ja auch eine ganz unterschiedliche Vorstellung von Sommerurlaub. Also da scheiden sich ja wirklich die Geister drüber. Ich hatte die Tage mal einen Handwerker hier bei mir zu Hause und die haben sich nur darüber ausgetauscht, ob es jetzt Nüsse oder Chips zum Bier am Pool gab, was jemand einem gebracht hat. Und ich stellte schon relativ schnell fest, dass es nicht der Urlaub wäre, den ich jetzt unbedingt favorisieren würde. Ja, was stört dich daran? Spaß. Nee, so hört sich vielleicht blöd an, aber 2 Wochen lang nur am Pool liegen und nichts tun? Ja. Ja.
Das ist ein bisschen dünn, aber da muss man auch der Typ für sein. Ne? Muss man auch der Typ zu sein, ja. Aber gut, es gibt natürlich auch ganz andere Themen, aber die werden wir ja gleich im Laufe des Podcasts ausreichend besprechen, wo da die Vorlieben sind. Auf jeden Fall haben wir auch Sachen bei, die wir noch nicht gemacht haben, aber die wir als Vollständigkeit halber mit aufzählen wollen, weil andere Personen das durchaus als Urlaub verstehen. Genau, und dann gucken wir mal im Laufe der Folge, worum es sich da handeln könnte. Und Philipp, ich würde sagen, wir fangen mal bei dem Wasserspaß an. Und zwar geht es erstmal um die Leute, die vielleicht nicht unbedingt Lust haben, in den Urlaub zu fahren oder die es vielleicht auch nicht nötig haben oder das nötige Kleingeld haben, ihren Urlaub zu Hause zu verbringen. Und zwar gibt es mit der Produktnummer 5575 aus dem Jahr 2014 den Swimmingpool. Und der Swimmingpool gehört zu dieser Luxusvilla. Die Luxusvilla hat die Artikelnummer 5574. Ist ein sehr, sehr merkwürdiges Haus, über das wir heute nicht größer reden müssen, glaube ich. Das können wir direkt nochmal Ich tatsächlich. Machen. Na klar. Bitte? Ich muss tatsächlich. Willst du drüber reden? Ja, Ja? na klar. Okay. Das beißt sich nämlich ein bisschen. Du hast ja gerade gesagt, wer nicht das Geld hat, in den Urlaub zu fahren, ja, aber wohnt in einer Luxusvilla. Nee, ich meinte, ja. Ja, stimmt, das beißt sie ja. Das war keine gute Einleitung. Das war keine, stimmt. aber es ist egal, ja. Tatsächlich, ich habe also den Pool selber, der ist mir schon ein paar Mal und also den hast du auch schon öfter gesehen, oder? Im Vorfeld? Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, ja. Ja. Ich wusste aber nicht, dass der mit der Luxusvilla kombinierbar ist und dass du das Ding so an diese Luxusvilla anschließen kannst, dass du da quasi die Treppe runtergehst und dann direkt auf Höhe des Pools da reinspringen kannst. Genau, das funktioniert, ne? Also diese Luxusvilla ist ja, erstmal können wir über dieses Gebäude, glaube ich, kurz reden, ist so ein weiß und pinkes Gebäude mit grünen Fenstern und jeder, der so ein bisschen, ja, Moderne Architektur. Ästhet, ja, das schon, aber jeder, der so ein bisschen Ästhet ist, der kann dann vielleicht auch sagen, boah, also weiß und pink und dann noch grüne Fenster. Da hat aber jemand viel Fantasie gehabt und das Coole bei dem Haus ist, das ist mit ganz, ganz vielen Sets kombinierbar. Das Problem bei dem Haus ist aber, dass du ja andere Sets brauchst, weil das Haus sonst leer ist. Also du kannst da zum Beispiel sonst noch ein Wohnzimmer zukaufen, die Designerküche ist dabei oder so ein Gästebungalow, dieses Beleuchtungsset, was es von Playmobil gibt. Also du kannst das richtig gut kombinieren, aber finde ich wild. Ja, Wie ist dein Eindruck? Ja gut, also gegen moderne Architektur habe ich erstmal nicht. Die Farbe ist wirklich wild, das stimmt schon, aber sie zieht sich zumindest durch. Das Pink ist ja auch in der Tür mit drin. Wenn du das jetzt da voll aufpimpst mit Luxusvilla, Pool und du hast ja gerade gesagt, da sind keine Möbel mit bei oder wenig Möbel, ne? Ja gut, ich glaube, dann bist du ja aber auch, wenn du es alles neu kaufst, bei 200 Euro. Ja, ich glaube auch, ja. Also für so ein bisschen Spielwelt ist mir das, glaube ich, also das ist schon happig, ne? Auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz schöner Batzen. Und ich finde, der Ertrag ist einfach nicht so groß. Und das Erste, was ich wirklich bei dem Haus machen würde, ich würde die Farbe ändern. Also aber das ist ja auch kein Kriterium, machst du eh überall. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, von allen Produkten, die ich so bisher gesehen habe, also das Produkt, was ich, also weiß ich nicht, das würde ich gefühlt noch vorm Kauf ändern. Aber sind das Normteile oder so fertige Teile oder ist das auch über das X-System austauschbar? Kannst du die Wände ändern? Nee, ist, glaube ich, so ein fester Körper. Okay. Also ich glaube, das ist ein fester Körper und die Zusatzartikel sind, glaube ich, zusammensteckbar. Das hoffe ich jetzt mal, dass das richtig ist. Naja, gut. Dann aber dazu noch, jetzt kommen wirklich die Leute, die nicht so viel Geld investieren wollen, die gerade, über die wir gesprochen haben, die Leute, die haben natürlich so viel Geld, dass die zu Hause ihren Urlaub haben können in einem Pool. Und jetzt gibt es aber noch dieses 4 Jahreszeiten Sommer-Planschbecken. Das ist ja ein bisschen bescheidener. Ja, hier ist cool, dass das Planschbecken mit Wasser befüllbar ist. Wir haben den Sonnenschirm dabei, wir haben die Sonnenmilch dabei, die Sonnenliege. Also eigentlich ist das ein rundes Set. Oder was würdest du sagen, Philipp? Also, ja, also als ich das Bild gesehen habe, musste ich erstmal schmunzeln, ne? Der Pool ist erstmal ganz nett umgesetzt, so ein paar Tiere da außen dran, hier so eine kleine Krabbe, so ein Delfin. Der Junge sitzt da drinne, hat eine entsprechende Cappy auf, da heißt also, der Planet kann oben auch drücken. Das Kind ist vor Sonne geschützt. Die Mama hat auch die Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 gerade auf und cremt ihn sicherlich auch gut ein.
kann man ja sehen, er ist braun wie eine Bäckermütze. Aber wenn du dir die Mama anguckst, dann wirst du denken, oh, die sitzt nicht so häufig unter dem Sonnenschirm, oder? Nee, die ist ziemlich dunkel, ne? Ja. Aber da gibt's ja, die ist ziemlich dunkel und der Sohnemann ist ja ist gut geschützt, glaube ich, durch die Sonnencreme. Ja, Da schon mal sehr vorbildlich. sehr vorbildlich. Ich bin aber auch so ein Typ, also ich werde richtig schnell braun. Also ich habe gerade fast die Farbe wie die Frau da, glaube ich. Ja, Also ich bin ja auch, ich creme mich nicht mal ein im Sommer, was ja auch nicht so vorbildlich ist. Und da gibt es, glaube ich, viele Parallelen zwischen mir und der guten Dame da Ja. aus dem Produkt Set dann 9862. fragt man sich bloß, warum hat sie es nicht an ihr Kind weitergegeben, ne? Ja, Ja, gut, ja, aber da müssen die Kinder dann irgendwann selbst entscheiden, ob die dann so ja, sich der Gefahr der Sonne ausgeben müssen. ja, Und ansonsten gibt es eine ganze Menge an Strandartikeln. Was besonders ist bei den Strandartikeln ist, dass diese Sandbogen fast überall mit dabei sind. Also bei ganz, ganz vielen Sets, die wir in der Liste haben, haben wir diese Sandbogen mit am Start. Wichtig ist auch zu nennen, dass die zum ersten Mal, oder zumindest nicht zum ersten Mal, aber die sind auch bei dem VW Käfer aus dem letzten Jahr dabei, von der Produktnummer 70177. Da gibt es auch den blauen VW Käfer, auch so ein bisschen mit Strandausrüstung, und da sind diese Sandbogen auch mit reingepackt. Also bei den Strandsets, da haben wir ja relativ viele Familien, Philipp, die an den Strand gehen. Verschiedenste Sets, die ähnlich aufgebaut sind. aber trotzdem teilweise mit Besonderheiten, ne? Ja, Also ich fand zumindest bei dem einen Strandset mit dem Strandkorb, ich wusste nicht, dass es einen Strandkorb gibt, und eigentlich ist das Ding ganz cool. ja, ist richtig cool. Ne? Produktnummer ist die 3660. Da finde ich die Farbe so, ja, also finde ich nicht so richtig gut umgesetzt. Ist so ein Cremefarben, so weiß-cremefarben. Finde ich ein bisschen schwierig. Sieht man nicht so häufig am Strand. Also da fand ich es jetzt nicht so richtig cool. Aber witzig ist, dass da 2 Möwen dabei sind. Wir haben Muscheln mit im Set. Wir haben eine Sandschippe. Und ganz witzig auch die gute alte Videokamera Ja, ist dabei. ja, Was schon ein bisschen darauf hindeutet, dass das Set auch ein bisschen älter ist. genau. 2005, also Genau. Datenschutzgrundverordnung lässt grüßen, ne? Komm, halt mal drauf einfach. Ja, genau. Mit 25 optischen Zoom, Ja, genau. ja. Ja, cool bei dem Set ist auch, dass wir da so eine Schnorchelausrüstung dabei haben, und wir haben dieses kleine Spielschiff, was es auch in verschiedenen Varianten oder auch verschiedenen Farben in der Playmobil Sommerwelt oder Strandwelt so gibt. Ja. Bei dieser Strandmuschel, die ja auch teilweise in den Sets mit drin ist, wird mich ein bisschen stören, dass man die nicht so richtig einzeln hat, ne? Die ist ja immer bloß zu stecken auf diesen Formteilen. Oder gibt es die auch einzeln? Nee, die gibt es nur zu stecken, genau. Die Ja. gibt es, glaube ich, habe ich jetzt in 2 verschiedenen Sets gesehen. Ne? Ich finde erstmal cool, dass sie dabei ist. Die ist ja zum Beispiel in dem 4149 Set aus dem Jahr 2010. Da ist die orange. Das Set ist mit einem Surfbrett, mit einem grünen Sonnenschirm, wieder Sandbogen. Witzig ist auch, dass da zwischen den Sandbogen so eine kleine Brücke noch gebaut ist, als Dekoration und auch als Element, was man ja häufig so am Strand findet. Sonnencreme ist dabei, und bei dem Set auch mein absolutes Highlight, so ein Mini-Elefant und so ein Mini-Nashorn. Also das ist richtig cool. Und Mini-Palmen. Genau, die Mini-Palmen sind auch mit dabei, ja. Ja. Genau. Naja, ein weiteres Set, was du rausgesucht hattest, ist die Familie am Strand mit der Produktnummer 9819. Was ist dir denn da als erster Gedanke gekommen, als du es gesehen hast? Ich sag dir danach meine Gedanken. Also wir haben verschiedenfarbige Familienmitglieder. Ich weiß nicht, ob du darauf ansprechen Ja, wolltest. Okay. 2018, Ja. die Diversität schlägt zu. Da hat Playmobil auf jeden Fall eine Patchwork-Familie gebaut, würde ich mal sagen, ne? Ja, Ja, sehr erfolgreich umgesetzt. jeweils finde ich. ein Elternteil hat ein Kind mitgebracht. Genau. Ja, Ja, kann natürlich sein, dass die sich ja schon länger kennen und eins ist ein bisschen heller, eins ist ein bisschen dunkler. Man weiß es nicht. nee, das sieht schon so aus wie zwei Familien haben sich zusammengefunden. Genau. Aber ansonsten auch wieder die Elemente, die wir vorher auch hatten. Sonnenschirm, bisschen Sandbogen, dazu was zu trinken. Strandtasche ist am Start.
der gute rote Apfel, den braucht man ja auch nochmal zur kleinen Stärkung. Ich glaube, in der Tasche ist auch nur Mohrrübe, ne? Ich sehe es nicht so richtig, Nee, aber sehe ist ich so auch ein nicht so bisschen richtig. angedeutet. Ja, Ja. Donuts sind dabei. das ist wieder das sehr gute Ähm, Essen, genau. Genau, das sehr gute Sommeressen und ansonsten gibt es den Handwagen noch mit. Der ist ganz süß, finde ich. So die sympathischsten Familien sind die Familien am Strand, die einen Handwagen dabei haben und darin noch ihre Kinder ziehen. Finde ich richtig cool. Ja, genau. Und nicht zu verwechseln mit den Leuten, die noch einen Muckekoffer hinten drauf haben und eine Kiste Bier. Das sind die anderen. Genau, Ja, genau. Die gerne im Mai, ne? Oder wie war das? genau. Ja. Die vom bösen Strand. Ja. So. Ja, man sieht auf jeden Fall durchgängig sportlich, modern gekleidete Leute in unterschiedlichster Art und Weise. Der ein oder andere läuft auch noch mit Schlappen durch die Gegend, hat die super Adiletten an. Ja, auf jeden Fall, was, ich sage jetzt mal nicht fehlt, aber was auf jeden Fall nicht dabei ist, ist die XXL-Variante. Ne? Also in den normalen Playmobil-Figuren haben wir ja auch die etwas beleibteren Figuren. Am Strand sind aber bloß die sportlichen unterwegs. Ja, so sieht es hier zumindest in den Playmobil-Sets aus. Also wir haben jetzt keine Leute dabei, die wirklich, ja, nicht dem Ideal entsprechen, sondern alle Leute sind wirklich schlank. Und dann, weiß ich nicht, wundert mich hier auch ein bisschen, dass da nicht so eine Debatte irgendwann mal angestoßen wurde, weil irgendwie gibt es ja, oder gab es in der Geschichte von Playmobil ja immer mal so ein Eklat, wo jemand dann aufschrie und sagte, das geht aber nicht, der tanzende Bär, oh Gott, oh Gott. Und da ist irgendwie, da habe ich gefühlt jetzt noch nichts mitbekommen, dass da einer sagt, hey, komisch. Aber stimmt, an meinem Strand, da sind auch nie Dicke unterwegs. Und das ist ja schon gemein, Dicke zu sagen, aber es gibt halt Leute am Strand, die sind einfach nicht hier in Idealkörperform, da kann ich ein Lied von singen teilweise auch, was auch okay ist. Also man muss ja nicht mega durchtrainiert sein und kann sich ja so geben, wie man will und auch so ernähren, wie man will. Aber das ist natürlich nicht so der Realität entsprechend. Naja, alles gut, Körperformen sind unterschiedlich, ne? Jeder ist anders. Das ist ja auch eine Altersfrage, ne? Also in welchem Alter bist du? Du findest ja auch keine Oma oder keinen Opa. Und die hätten sie ja relativ leicht umsetzen können durch andere Haarfarbe oder sowas. Was Graues. Ja. Ne? Also das haben sie halt erstmal so nicht gemacht. Aber da ist ja jeder frei, da noch mal ein paar Haare zu tauschen und sich das so zu bauen, wie er möchte. Ne? Ja, So, absolut, ja. dann wird es Zeit zum Highlight zu kommen. Mit der Produktnummer 70112 aus dem Jahr 2021 gibt es den sonnengebräunten Schwimmer mit Schwimmreifen. Und das Coole an dem ist, dass er seine Farbe ändert. Also der wird einfach braun, je länger der in der Sonne ist. Und ich finde das schon cool. Auf dem Bild kann man ja auch sehen, dass der, ich sag mal so weiße Bereiche hat, also als ob er mal ein Hemd getragen hat, so ein Tanktop und dann quasi einen Sonnenbrand gekriegt hat. Ist das auch so? Also werden nur bestimmte Bereiche braun? Genau, der wird nicht gleichmäßig braun, der hat so ein bestimmtes Muster, genau. Okay. Ja, das ist schon ein cooles Set, finde ich. Habe ich zum letzten Jahr im Katalog gesehen und da dachte ich mir auch, boah, das ist echt schon sehr innovativ. Ja. Haben Sie das lackiert oder ist das mit unterschiedlichem Plastik gemacht? Er ist mit unterschiedlichem Plastik gemacht. Okay. Genau. Ja, auf jeden Fall fett. Mit im Set ist dann auch so ein Schwimmreifen und so ein Pina Colada Kokosnussgetränk. Würde dir sicherlich auch schmecken. Zumindest ist Kokos mit dabei. Ich liebe Kokos. Ich weiß, ja, aber gut, dann ist es Du ja auf nicht jeden so, Fall, ich weiß. gut, ich würde den Alkohol dann nehmen. Auf den verzichtest du ja denn da bei Pina Colada. Also fassen wir zusammen, wir können es beide nicht trinken. Ich nicht wegen dem Geschmack und du nicht wegen der Wirkung. Auf jeden Fall ist auch mit bei die Thermostasche, Genau, oder? die Kühlbox. Genau, ja, die ist auch mit Genau, bei. die Kühlbox für den Alkohol, damit der kühl bleibt. Ja, Für die warmen Temperaturen. Also da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Und der Mann, der geht absolut vorbereitet an den Strand. Und man sieht auch an ihm, dass er so einen hellen Hauttyp hat, weil er hat ja auch helle Haare. Und von daher ist das schon sehr, sehr riskant, was der abzieht. Aber das ist so ein Macher, der lebt einfach sein Leben und hat dabei Spaß und hat seinen Sohnemann, glaube ich, auch mitgebracht. ja, das stört so ein bisschen im Set, ne? Also Ja, wer finde ich wer den Sohnemann am Strand lässt und sich selber im Wasser die Kante gibt und dabei vergisst auf seine, ja, weiß ich nicht, du musst ja schon mehrere, also längere Zeit im Wasser liegen, um so auszusehen wie der. Naja, so oder so ist es auf jeden Fall ein cooles Set.
Habe ich vorher nicht Ja, gewusst, dass finde es ich das so auch. gibt, ja. Ja, nach ein paar Bahnen im Wasser oder ein paar Stunden am Strand wird man natürlich auch hungrig und dann muss man natürlich auch was fürs leibliche Wohl tun. Und ja, da hast du auch einige Sets rausgesucht. Ja, da habe ich ein paar mitgebracht. Und zwar ist das erste Set das Splish Splash Café mit der Produktnummer 6672 aus dem Jahr 2015. Ich konnte mit Splish Splash in dem Fall nichts anfangen. Ich kannte nur das Lied von Bobby Darin. Ich weiß nicht, ob du das Meh. kennst. Das ist ganz cool. Der singt unter anderem Dream Lover auch. Ziemlich cooler Künstler und ich dachte so Splish Splash, okay. Aber gut, kleine Randinformation. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich cooles Café, finde ich. Wie ist dein Eindruck? Die haben auf jeden Fall alles da für den täglichen Gebrauch. Also wenn man sich die Strandfigur erhalten will, findet man da am Kiosk alles, was man dazu braucht. Also wir haben die Fritten, wir haben die Bratwurst, wir haben die Softgetränke und für alle, die nichts essen wollen, am Stehtisch gibt es auch noch ein paar Strandartikel im Sortiment als zweites Standbein. Die Schwimmflossen, den Rettungsring, die Taucherbrille und so ein Spielzeug. Also ist eigentlich eher ein Diversitätenladen. Genau, da gibt es, glaube ich, alles, was man so abgreifen kann, was man für den Strand gebrauchen kann oder generell für den Sommer-Kurzurlaub. Cool finde ich das Detail, dass die da Mayo und Ketchup dabei haben, also zwei verschiedene Tuben für die Pommes, die reichlich vorhanden sind. Zimtschnecken sind dabei, wirklich Pizza, hast du ja schon alles genannt. Und richtig cool ist auch dieses Waffeleis, also diese Eispackung, die sind richtig cool. Und was ich aus dem Ferienpark, aus meinem Lieblingsferienpark aus Holland noch kenne, sind diese Frikandel. Slush-Eis. Ach so, ich dachte Frikandel. Diese Slush-Eis-Behälter. Ja. Was sind Frikandel? Der Frikandel, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber also es ist halt, Frikandel ist eigentlich so Hackfleischwürstchen. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Und ich wollte auf Slush-Eis ansprechen, weil, genau, das gibt es hier auch. Das ist ganz cool. Da gibt es hier hinten diese Behälter im Hintergrund dafür. Und das Einzige, was mich wirklich an diesem Set irgendwie komplett stört, ist, was sich so ein bisschen durchzieht, durch diese ganze Playmobil-Reihe der Jahre, ich weiß nicht, 2005 bis 2015, dieser böse Grünton, kann ich nicht sehen. Also finde ich, weiß ich nicht, hab ich fast eine Allergie mittlerweile schon. Umlackieren, hilft alles nichts. Ja, klar, aber so, ich weiß nicht, würde ich meinem noch nicht geborenen Kind nicht kaufen, wegen der Farbe. Okay, gut. Ja, das dazu. Aber wir haben ja noch mehr Kiosks und Bars. Und zwar haben wir noch das Sommercamp Kiosk mit der Produktnummer 6516 aus dem Jahr 2016. Ist im Prinzip das gleiche. Also wir haben da auch eine große Auswahl. Die Form ist so ein bisschen wie diese neuen Weihnachtsmarkthäuschen. Cooles Detail ist, dass da auch ein Mülleimer dabei ist. Sonst gibt es noch die Strand-Snackbar mit der Produktnummer 70437. Ja, die ist auch ganz cool, aber so viele Neuigkeiten oder Neuerungen gibt es da jetzt nicht. Cool ist da auf jeden Fall, dass wir da Burger dabei haben. Hier sind wieder die Pommes, Hotdogs sind dabei. Ja, ganz coole Auswahl. Und ja, zwei Sachen haben wir noch für die mobilen Verkäufer, Philipp. Ja, das ist zum einen der mobile Crepe-Verkäufer und der mobile Eisverkäufer. Also dieses Lastenfahrrad, vorne zwei Räder mit einem entsprechenden Aufbau und dann da diverse Eis drin. Ja, ziemlich coole Auswahl, ne? Also ist ziemlich gut gemacht und ist ja absolut authentisch, sind ja so die Sachen, die man am Strand dann auch finden kann, die Leute, die dir da auf der Promenade entgegenkommen und dir dann irgendwie teilweise auch gegen deinen Willen irgendwie Eis verkaufen wollen. Aber können die mit dem Fahrrad am Strand lang fahren? Nee, höchstens auf der Promenade. Promenade, genau. Am Fahrrad kommen ja immer diese Buggies da vorbei, ne? Diese Jeeps, die fahren da hoch und runter. Ja, mit so einer Glocke dran und dann bimmeln die immer und alle Kinder, hey, Mama, Mama. Für 5 Euro würde ich eine Eis. Kugel Eis kaufen. Genau. Schon geschmolzen, komplett zerlaufen, aber gönn dir. Ja. Also wir fassen mal zusammen. Bei diesem Bereich hier gibt es, glaube ich, genug, was uns dann am Strand versorgt. Also wir sind da ganz gut umgeben von Männern, von richtigen Machern, die wissen, was sie tun und da alle Sachen für uns dabei haben. Wie gesagt, wir kriegen sogar den Broiler,
den wir im Sommer, glaube ich, gar nicht brauchen, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ja, ob du jetzt unbedingt einen Burger isst am Stehtisch, sei auch dahingestellt. Ja. Sehe ich aber öfter, so Burger und Pommes teilweise. Aber am Stehtisch? Ja, auch, ja. Ach, was. Burger gibt's auch. Ja. Na gut. Ja, nicht alle Leute wollen Strand, nicht alle Leute wollen Hotel. Manche bevorzugen die Unterbringung auf 4 Rädern. Das ganze Thema Camper. Ja, und wir haben da ein paar Sets mitgebracht, die wir euch vorstellen. Die sind ja alle auch wieder so ähnlich. Also da gibt es ja dann nicht so viel Innovation. Hauptsächlich sind die Modelle anders. Die Farben sind ein bisschen anders gestaltet. Und ich habe heute einfach mal bei eBay Kleinanzeigen reingeguckt und habe mir den Camper mit der Produktnummer 3945 rausgesucht und habe den gefunden. Der ist in so einem Gelb und Lila. Also schon eine ziemlich frische Farbe, aber irgendwie auch natürlich jetzt nicht mehr ganz so modern, aber das ist so ein bisschen wie bei dem Sunset Express, den wir in der ersten Folge hatten, Ja, Philipp. zumindest ist der Hintergrund noch so angelehnt, ne? Es kommt aus derselben Dekade. Aus derselben, genau, Range, wollte ich fast sagen, bisschen viel Anglizismus. Auf jeden Fall sind das so meine Highlight-Produkte, so alles, was so zwischen 94 und, ja, weiß nicht, so 97, 98 passiert ist. Da gab es ja schon richtig coole Sachen und deswegen bin ich so ein bisschen in den Camper verliebt. Ja, weil die Farbe irgendwie so ein bisschen eigenartig ist, aber auf der anderen Seite auch richtig cool. Und das Coole ist bei dem Camper, da ist ja, wie so ein Camper halt gestaltet ist, so ein Aufsatz oben drauf und da kannst du 3 Betten positionieren, kannst deine Playmobil-Figuren da in der Wildnis oder überall auf Campingplätzen übernachten lassen. Da ist ein Fahrrad hinten mit dabei und da ist noch ein Junge im Set mit BMX. Du hast den Stehtisch draußen, diesen Campingtisch mit Campingstühlen. Der Papa ist dabei mit der Videokamera. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Da haben wir sie wieder, die Kamera. Ja, Die gute alte die Videokamera. gute alte VHS-Kassette. Oder ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. So. Ich finde tatsächlich das Nachfolgemodell ansprechender. Ne? Also du hast ja über diesen Wohnmobil diese Schlafkabine und im Nachfolgemodell, also als Beispiel Set die 3647 aus dem Jahr 2005, dieser Schlafbereich, der vorne über die Frontscheibe so rüberragt, ne? Wo man oben drin pennen kann, finde ich insgesamt näher an so einem Wohnmobil dran. Also du siehst es und weißt sofort, ist ein Wohnmobil. Ne? Bei dem anderen ist es halt ein Lieferwagen mit hohem Aufbau. Also es kann irgendwie alles Mögliche sein. Aber den Camper erkennst du, finde ich, in dem Set weitaus besser. Also da bin ich dann doch für die modernere Variante. Ich finde den ersten ein bisschen cooler, aber gut, das ist ja dann ist hier cool, ne? weil du hast ja einfach, genau deswegen meine ich, ne, du hast so viel Auswahl und da findet jeder dann sein Lieblingsmodell. Ja. Und das ist das Coole hier bei den Campern und hier in dem Set, das von dir favorisiert ist, finde ich auch cool, dass du hinten noch so einen extra Bereich hast, wo du dein Fahrrad so reinschieben kannst und das verstauen kannst. Also finde ich ziemlich cool gemacht und was auch richtig cool ist bei all diesen Campern, das gab es in diesem 97er Modell schon. Du hast da den Küchenbereich innen, also ist wirklich so gestaltet, wie so ein Camper halt aussieht und dafür, dass das aus dem Jahr 97 ist und hier aus dem Jahr, glaube ich, 2005 hier die Produktnummer 3647, finde ich schon, dass da zur damaligen Zeit einfach sehr, sehr viel geboten wurde. Ja, und was sich halt durchzieht, sind natürlich die Stühle und der Campingtisch. Ich glaube, das Ding hast du überall. Und der Rest, ja, ein Fahrrad haben wir auch überall. Dann haben wir mal einen Hund mit dabei. Mal haben wir mal mehr Kinder, mal weniger Kinder. Es ist also ganz unterschiedlich zusammengesetzt, das Ganze. Ne? Ja. Aber der Camper hat ja tatsächlich nochmal einen Refresh gekriegt, ne? In dem Set 70088 Familienwohnmobil mit abnehmbarem Dach, da siehst du ja schon, dass die Form sich nochmal geändert hat. Nach den bekannten Wohnmobilen haben wir dann aber nochmal, ich würde sagen, Facelift bekommen. Der Camper wurde dann nochmal aktualisiert. Die Farbe unten gefällt mir nicht, aber insgesamt ist das ein bisschen runder geworden. Was gefällt dir besser, der neue Camper oder der alte? Ja, ich bin da generell so ein bisschen nostalgisch und weil diese Produkte zwischen 94 und 97 so meine favorisierten sind,
würde ich mich da für das 97er Modell entscheiden. Ja, Ich finde aber, also jeder, der hier sagen würde, boah, das ist aber ein richtig cooles, authentisches Modell, dem würde ich absolut recht geben, weil hier so viel Innovation mit dabei ist und so viel Detail auch, dass ich schon sagen muss, boah, cool umgesetzt. ja. Ich finde an dem Set ganz cool, dass sie da den Papa mit dem Grill mit dabei haben, ne? Also das ist wirklich Ja, authentisch. Und das Wohnmobil hat einen Stromkasten gekriegt. Hast du es gesehen? ja, habe ich gesehen, Ja, ja. also diesen Fremdeinspeisung für den Campingstrom oder wie auch immer, dass sie auch drinnen schön kochen können. Ja, Weil mittlerweile sind es ja auch, ich sag mal, keine Wohnmobile, so wie es früher war, ne? Sondern die sind ja, die Dinger kosten ja ein Heidengeld und können dafür auch richtig viel an Komfort. hm, Ja, ich glaube, das geht ja ja. sogar so weit bis zur warmen Dusche, ne? Halbe Wohnhäuser Ja, ja, irgendwie. genau. Also was damit geht, komplett verrückt. Ganz oft gucke ich mir auch bei Instagram diese ganzen Van-Life-Leute an. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber es sind wirklich richtig coole Typen teilweise, die einfach ihren Transporter umbauen Ja. und dann, keine Ahnung, nach Portugal fahren und was weiß ich, irgendwie in ganz Europa Und die unterwegs haben sind. Finde ich zufällig richtig einen geil. Haifischzahn an der Kette und surfen den ganzen Tag? Ja, genau. Ja, Ja, ja. stimmt. Das sind die Leute, genau. Haben wir die gleichen Ja, getroffen. kann gut sein, ja. Naja, gut, okay. Der Vollständigkeit halber, Zu dem Set nochmal ganz ja, kurz. erzähl. Ähm, Hier finde ich cool, du hast einfach noch mehr Liegefläche als bei den Sets zuvor. Da können einfach 4 Leute, also 2 Erwachsene, 2 Kinder liegen. Die Erwachsenen liegen direkt hinter den Sitzen, die Kinder liegen oben über der Fahrerkabine. Also perfekt, wirklich perfekt und sehr authentisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Damit ist das Camping-Thema noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt ja noch ein weiteres Produkt, und zwar mal den nicht selbstfahrenden Camping. Wohnwagen gibt es natürlich auch. Es gab auch schon relativ früh verschiedenste Modelle. Ich habe jetzt mal den aktuellsten noch mit in die Recherche damit reingenommen. Den Playmobil Fun Park Pickup mit Wohnwagen mit der Produktnummer 7902. Wie findest du den? Ja, ich finde die ganzen Funpark-Modelle eher auch ein bisschen Ja, schwierig, deswegen weiß ich nicht. Ist nicht so mein Fall. naja. Ja, gefällt mir auch nicht so sehr, aber als ich den gesehen habe, muss ich trotzdem irgendwie lachen. Ähm, Mhm. Interessant wäre, wenn Playmobil mal so ein Silverliner-Wohnwagen, kennst du diese, Ja, die sind richtig cool. Ja, ne? ja. Also wenn sie sowas rausbringen würden und dann würde ich mich mal freuen, wenn da irgendjemand ein Diorama mitmacht. So ein bisschen Ja, Trailerpark. ja, das wäre richtig cool. Ja, würde ich auch richtig cool finden. Deswegen finde ich es Camping irgendwie auch richtig faszinierend und irgendwie auch konträr zu dem, was wir am Anfang hatten, nämlich die Leute, die an den Strand gehen. Also da finde ich schon cool, dass einfach so viele Bereiche hier mit reinfallen. Ja. Warst du schon mal mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen unterwegs? Nee, gar nicht. Nee, nee, ich war ein paar Mal campen, so ein paar Mal zelten. Das war richtig cool und würde ich auch locker immer noch machen, so maximal 4, 5 Tage. Länger nicht, glaube ich. Aber mit dem Wohnmobil leider noch nicht. Aber Würdest du tun also? ich kann mir vorstellen, ja, würde ich machen, auf jeden Fall. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, weil ich sagen wollte, ich kann mir vorstellen, dass du schon mal campen warst in so einem Wohnwagen. Ja, tatsächlich noch nicht. Ah, Also okay. es gibt ja Leute, die das dann nutzen. Ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die sich auch das, ich sag mal, die haben selber schon Wohnmobil auch gekauft, ne? Oder sind umgestiegen Mhm. und die siehst du denn ständig im WhatsApp-Status, dass sie schon wieder da und dahin fahren und die Mhm. machen mit ihrem Camper mehr Kilometer als ich mit meinem Privatwagen, ne? Also die reisen damit total viel um hin und her. Aber das muss man halt auch einfach wollen. Also wir sind jetzt ja 3 Köpfe und zu dritt auf 8 Quadratmeter. Ne? Ist jetzt auch nicht größer als eine Gefängniszelle, ne? Ja. Ja, meinst du ein bisschen wie bei Marie und mir in der Wohnung. Ja. Ne. Ich glaube, wenn man jetzt zu zweit ist, eine schöne Rundreise zu machen, kann man bestimmt gut machen. Also wir haben auch schon mal eine kleine Tour gemacht zwischen so eine England-Tour und sind dann täglich beziehungsweise alle 2, 3 Tage in so ein neues Bed and Breakfast, um möglichst viel von dem Land zu sehen. Und ich glaube schon, dass man sowas auch cool mit dem Camper machen kann, wenn man irgendwie zu zweit ist. Aber mit Familie, sage ich ganz ehrlich, mir wäre es nichts. Genau. Also mit dem Kind Autofahren ist eh nochmal irgendwie ein Anspruch.
Und dann kann man sich, glaube ich, andere Sachen also nutzen, um Familienurlaub zu machen. Aber da ticken auch die Leute unterschiedlich. Ne? Also wie gesagt, der hier, die Ja. ich da kenne, die reisen da auch zu fünft drin, also 4 Personen und ein Hund. Ne? Und das klappt bei denen wunderbar. Weil das alles funktioniert, finde ich es richtig cool. Und wenn du sagst, die fahren so viel, also dann hat sich die Anschaffung ja absolut bezahlt gemacht und dann ist das ja so ein No-Brainer, wenn du dir so einen Camper Ah ja, kaufst, dann das, weißt du ganz genau. ich weiß ich nicht. Also der fährt ja nicht nur privat damit, sondern der ist auch noch innerhalb der Woche auf Montage. Ah, Ja, und der pennt nicht im Hotel. Der nimmt seinen Camper mit. Also, finde ich aber irgendwie geil, ja, also wirklich. eigentlich fährt der damit 7 Tage die Woche. Ne? Und das Krass. quer durch Deutschland. Also Hm. von daher, ich weiß nicht, ich glaube nach 2 Jahren muss er das Ding tauschen, weil dann so viel Kilometer runter hat. Ne? Äh, Genau. Bei diesen, nochmal ganz kurz zu diesem Funpark-Artikel, irgendwie finde ich, sind die ein bisschen hier, ein bisschen zu inflationär gebraucht. Also ich finde, überall ist dieser blaue Aufkleber drauf, Playmobil Funpark, überall diese blaue Farbe der Produkte. Finde ich ein bisschen schade, weil die Produkte teilweise echt cool sind. Natürlich sind das Produkte, die es irgendwie vorher schon mal gab, in normalen Farben und dann haben sie die zum Jubiläum nochmal umlackiert. Aber der Hänger, also an sich mit einer anderen Farbe, wäre der richtig cool. Also da ist er schon von der Form her ganz gut, aber dieses ganze Funpack-Geleier da finde ich ein bisschen anstrengend. Naja. Ich finde auch, dass der Jeep zum Beispiel nicht hätte sein müssen. Ja, Also, wenn du jetzt den Hänger, den Wohnanhänger hast, so als Standalone, weil meistens sind die Sachen ja kompatibel und du kannst das Ding auch noch irgendwo anders hinterhängen, dann hätte man es vielleicht auch, weiß man nicht, als Zukaufteil. Ich meine, der Preis ist ja nicht schlecht, ne? 29 Euro aktuell. ja. Und dafür ein neues Auto mit einem Wohnanhänger und 3 Figuren mit ein bisschen Shishi, nee, 4 Figuren sogar, mit ein bisschen Hm. Campingstuhl und Tisch und so einen kleinen Hocker zum Reinsteigen, das ist schon gut ausgedacht. Ne? So eine kleine Antenne oben auf den Camper, dass man auch ja Fernsehen gucken kann. Also das ist schon noch, ist Ganz in wichtig. Summe schon ganz gut. Aber du hast ja gerade gesagt, Camping oder Wohnmobil ist jetzt nicht deins, aber im Zeltpen ja. Also kommen wir schon mal direkt zum nächsten Thema. Camping. Genau, Camping ist hier nämlich ein ganz gut bestücktes Thema. Also findet man ganz gut in den Playmobil-Artikeln. Wir haben hier einmal mit der Produktnummer 6888 aus dem Jahr 2016 das Zeltlager. Das ist ziemlich cool gestaltet. Also wir haben da zwei Zelte mit bei. Eins ist blau, eins ist rot. Und dann gibt es diese Feuerstelle, die irgendwann plötzlich aufkam und einfach cool ist. Also dieses Feuer kann leuchten oder hat die Funktion zu Ja, leuchten. Da ist LED so ein, beleuchtet, ne? genau, LED beleuchtet, habe ich auch ein paar Mal da. Finde ich ganz cool, sieht auch cool Hast du das aus Ding, und damit kann hast du man. das jetzt selber? Ich habe dieses Spirit Camping Set, zu dem wir gleich noch Ach kommen. so, okay. Ja, das habe ich mir gekauft und ich glaube, diese LED-Beleuchtung, die war bei ganz, ganz vielen Sets dabei. Ich habe das, glaube ich, dreimal. Okay. Ich habe teilweise so Konvolute gekauft und da wollte ich es einmal haben und habe es dann irgendwie dreimal gehabt, aber ist ganz witzig eigentlich. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall auch 2 Kinder dabei. Beide haben eine Bratwurst aufgespießt am Stock, um das dann über dem Feuer zu grillen. Erfahrungsgemäß fallen 3 von 5 Würste ins Feuer. Ähm, so zumindest meine Erfahrung. Wir haben Ja. die Becher und die Camping-Teekanne mit am Start. Thermoskanne ist ziemlich cool, ne? Die ist ziemlich geil gestaltet. So ein bisschen geriffelte Ja, Oberfläche. die ist wirklich cool. Ich habe die auch. Ja. Über die Rucksäcke machen sich gerade 2 Bewohner her. Die haben auch schon die Maske direkt im Gesicht. Die beiden Waschbären Stimmt. plündern, also die werden auch Spaß haben. Und was natürlich an so einem, Klammer auf, Lagerfeuer überhaupt nicht fehlen darf, ist natürlich die Gitarre. Die Gitarre, die ist natürlich dabei. Jemand, der so einen Camping-Ausflug macht, kann immer Gitarre spielen. Irgendeiner meint auf jeden Fall Gitarre spielen zu können. So ist es besser formuliert. So, bist du denn Lagerfeuer-Flüchter oder Lagerfeuer oder sagst du, ich höre da einfach nicht hin? Nee, finde ich ganz cool. Manchmal hat man wirklich Leute bei, die sind echt, Dies können, ja? ja, unterhaltsam. Ja, die es können. Marie kann zum Beispiel Gitarre Ach spielen. was. Das ist schon mal cool, auch gut. Von daher ist das immer ein Vorteil. Und
Ich bin am Lagerfeuer, aber ich weiß nicht, wie du da so unterwegs bist. Ich bin dann echt ganz froh, wenn ich da so ein bisschen Ruhe habe und ein bisschen einfach so ins Feuer gucken kann, um zu entspannen. Okay. Ja, auf jeden Fall mit was zu trinken am Start, ne? Das muss schon sein, ja. Und wenn der Gitarrist jetzt richtig schlecht ist, also noch schlechter als die Gitarristen, die man sonst am Lagerfeuer findet, dann gibt es natürlich auch die kleine Musikbox, dieses kleine Radio, das auch mit dabei ist. In einer roten Farbe, ganz cool gemacht. Also irgendwie wird man da, glaube ich, immer musikalisch unterhalten. Ja, Ja. eigentlich ziemlich rundes Das Set. Radio habe ich, glaube ich, auch 2, 3 Mal. Das habe ich auch, ja. Konvolute sei Dank, ne? Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall waren die Zelte ja ganz gut gemacht. Ich würde sagen, typisches Dreieckszelt. Ich hatte deine kleine Recherche nochmal ergänzt um das Trekking-Zelt mit der Produktnummer 3844 aus dem Jahre 96. Also eigentlich die Epoche, die du ja magst, ne? Und da hätten wir dieses typische, ich sag mal so, Iglo-Zelt, 3 Mann, Die Zelte, die wir aus früheren Tagen die wir kennen, aus oder? früheren Tagen kennen, genau. Bisschen authentischer, so ein Campingrucksack, so eine Wasserflasche und was ich vorher auch nicht gesehen habe, so ein Campingkocher. Wo man so ein kleines, so einen kleinen Topf raufstellen kann, um sich dann da so einen Tee zu machen. Ja, Mhm. genau. Ich meine, der Camper selber sieht mir sehr, sehr wild aus. Der läuft ja auch mit Axt rum Ja. und mit Lampe. Ich glaube, der ist wirklich fernab von jeglicher Zivilisation. Aber Der campt nicht zum der ersten Mal. campt nicht zum ersten Mal, ja. Vielleicht bräuchte auch eher eine Wiedereinführung für die Zivilisation. Das könnte natürlich auch sein. Genau. So, Bei dem Set ist cool. Muss ich noch kurz hinterher schießen. Absolutes Highlight von mir. Kannte ich nur aus den Western-Sets von dem Waffendealer damals. Gab es diese Schlafsäcke, die schwarzen Schlafsäcke mit roter Naht sind meine absoluten Highlights. Habe ich damals auf eBay vergeblich gesucht und dann, also noch vor der Ersatzteilzeit bei Playmobil, habe ich dann da immer bei eBay Kleinanzeigen geguckt und habe die dann da irgendwann mal gefunden und richtig günstig geschossen. Also diese Schlafsäcke liebe ich. kannst du den da auch reinstecken auch, ja? Ja, der passt da rein, ja. Der deckt Oh. das wirklich richtig gut ab. Also der hält dann in einer kalten Nacht auch ordentlich warm. Aber auch nur den Unterkörper, ne? Genau, ja. Weil die Also rote bis zum, Naht ist dann quasi auf Gürtellinie, ja? ja, ein bisschen höher noch. Also die ist Okay. so unter den Armen so, dass die Arme Okay. passen genau rüber. Ja. Ich finde die Lampe ganz cool. Ich habe die auch Ja, liebe ich. und habe die auch schon auf 1, 2 Fotos oder so mal verwendet. Ich habe mal so eine Safari-Strecke gemacht mit 3, 4 Bildern. Und da war das auch ein Accessoire, ne? Genau. Ja. Ja, gut. Wir haben noch ein weiteres Zelt. Familien-Campingurlaub 5435 aus dem Jahre 2013. In so einem Gelb und diesmal nicht aus Plastik, sondern ist so ein Stoffzelt. Ja, ist ein Stoffzelt, ja. Das Zelt habe ich vorher noch nie gesehen. Also war mir komplett neu. Ja, Sonst bin ich da bei den Camping-Sets eigentlich ganz fit. Also wenn ich mich nicht für Western entscheiden würde, in meiner Lieblingsspielwelt, dann würde ich mich auf jeden Fall fürs Camping entscheiden. Oder generell für die ganzen Urlaubsartikel, weil das echt ziemlich cool ist einfach. Also so komplett echt und komplett nah, so greifbar. Ja, aber dieses Set habe ich noch nie gesehen. ja. Ich finde auf jeden Fall ganz cool. Wir haben da wieder die vorhin besprochene Kühlbox. Die Campingstühle finde ich geil, weil die ja so klappbar sind, ne? So diese Scheren-Campingstühle, die kannst du also wirklich auch zusammenklappen, nicht so wie die anderen. Und wir haben hinten wieder diesen Stromkasten. Also auch da ist für Akku und Datenverbindung gesorgt, ne? Weil Absolut. Camping Ja. heutzutage ohne WLAN, das geht natürlich alles nicht. Da steigen die Kiddies aufs Dach. Ja, absolut. So, jetzt hast du es ja schon ein paar Mal angesprochen. Das ganze Thema Campinglager Spirit kannte ich vorher null. Also die ganze Spirit-Linie an sich, da bist du ja weitaus mehr drin als ich. Also hau mal raus, was dich zu diesem Set bewegst, weil du es ja auch wirklich hast. Oder auch wirklich kennst. Ja, ich habe im letzten Jahr angefangen, mir die neue Generation der Pferde zu kaufen, also die dritte Generation. Und also das war immer so bei mir, weil ich damals die Pferde der ersten Generation hatte, also die Generation 70er, 80er, 90er, ne, habe ich die geliebt. Aber natürlich sind die ja irgendwann nicht mehr so modern gewesen, also weil sich ja irgendwie alles bei Playmobil geneuert hat, haben sich natürlich dann irgendwann auch die Tiere geneuert.
Und vor allem auch die Pferde, und die sehen jetzt richtig, richtig gut aus. Also die haben sie richtig gut umgesetzt. Und dann habe ich natürlich geguckt, wie steige ich da ein, und habe mir dann bei Spirit, ich glaube, jedes Set gekauft. Ich glaube, ein Set habe ich nicht, aber sonst habe ich jedes Spirit-Set, was so ein bisschen auch für Mädchen ausgelegt ist. Natürlich gibt es auch Jungs, die sich die Produkte kaufen und die Serie von DreamWorks auf Netflix oder so gesehen haben. Ich habe mir die Serie auch angeguckt. Liebe ich irgendwie, keine Ahnung, könnte ich den ganzen Tag gucken. Finde ich richtig süß. Ich meine, grundsätzlich ist ja zu sagen, dass das kein Set jetzt nur für Mädchen ist oder sowas. Ne? Also in den alten Denkmustern gibt es sowas ja noch. Aber wenn man ein bisschen moderner ist, dann weiß man ja eigentlich, dass ja, die Kinder können sich aussuchen, mit was sie spielen wollen. Und wenn einer Bock hat auf Pferde und Mädchen, die da am Feuer sitzen und Bratwurst essen und Gitarre spielen, dann ist das doch vollkommen in Ordnung, ja. Ich meine, Absolut. gibt es denn in den Spirit-Sets überhaupt männliche Charaktere oder Jungs oder sowas? Es gibt nicht so viele männliche Charaktere. Es gibt natürlich den Kunstreiter, der ist dabei. Mhm. Der kann auch eine Menge, also sehr artistisch. Was heißt artistisch? Also der hat doch. Aber der macht Kunststücke am Pferdesattel. Okay, aber du hast dann quasi am Pferdesattel irgendwelche Griffe dran, wo du ihn einhaken kannst. Genau. Okay, aber der ist jetzt nicht irgendwie besonders, also mehr beweglicher als die normalen Playmobil-Figuren. Nee. Den kannst auch nur in der Mitte einmal knicken um 90 Grad und das war's. Genau, Ja, genau. ja, okay. Aber der kann sich halt am Pferdesattel senkrecht aufstellen. Also das ist schon sehr, sehr gut, ja. Das ist ja eine eigene Sportart, ne? Wie heißt die nochmal? Du weißt das doch. Ja, die heißt Voltigieren. Ja. Genau. Also durch die Kooperation mit DreamWorks haben die ja auch diese neuen Figuren geschaffen. Die sehen ein bisschen aus wie Teenager, also nicht ganz Kinder, weil sie ein bisschen größer sind, und nicht ganz Erwachsene, weil sie ein bisschen schlanker sind. Und die haben da ganz neue Figuren dafür erschaffen, und die sind auch ein bisschen, ja, so ein bisschen cartoonmäßiger angehaucht. Die Pferde haben ja auch Augenbrauen, wenn man genau hinguckt. Okay. Also ist alles so ein bisschen comic-mäßig, aber schon ganz süß. Also tatsächlich hätte ich jetzt gesagt, dass, also man kann natürlich auf den Bildern sehen, dass sich der Körper da verändert hat. Dass das jetzt junge, heranwachsende Teenager darstellen könnte, das kannst du natürlich auch anders auslegen. Ich meine, die Barbie gibt es ja so auch nicht. Also, dass man halt sagt, okay, man hat da, Ja. man hat hier ein gängiges Schönheitsideal. Also quasi die sehr, sehr schlanke weibliche Person und versucht da unterschwellig was zu transportieren. Das weiß ich nicht, ne? Kann man so oder so auslegen. Aber wollen wir jetzt mal nicht Böses denken. Ja. Genau. Tatsächlich musste ich ganz kurz hinzufügen, dass bei der Spirit-Welt oder bei all den Spirit-Artikeln fällt mir keine Person ein, die nicht so schlank ist wie die Figuren, die wir auf den Bildern sehen. Also da gibt es einfach nur diesen einen Typ, den du gerade beschrieben Ja. hast. Naja, also auf jeden Fall gut für den Pferderücken, ne? Ja, Die- das auf jeden Fall. Müssen nicht so dicke Brummer oben drauf haben. Genau, Ja, da bleibt der Rücken schön gerade, ne? ja. Und das ist ganz gut. Muss man nicht so viel Bodenarbeit machen. Hast du so eine Figur schon mal auseinandergenommen? Ja, habe ich. Das geht. Die kann man auch so So wie immer. auseinandernehmen. Kopf zur Seite, Genau. Arme geradeaus, einmal knicken und einen leichten Schlag in den Hinterkopf. Ganz genau, ganz leichter Schlag. Die sind ein bisschen empfindlicher, und ja, mir ist ja letztens beim Auseinanderbauen auch eine Figur gebrochen, aber es passiert ja bei normalen Figuren auch. Ja. Sonst ist die Qualität echt gut. Ganz kurz zu dem Zelt, weil wir gerade beim Camping sind, ist das ein Zelt aus so einem komischen Papierstoff. Also ich dachte vorher, das wäre ein richtiger Stoff, und dann kam das Set dann bei mir an, und dann war das so ein komisches Papier, kann ich irgendwann mal mitbringen. Also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und gar nicht so cool, wie ich dachte. Also Greift sich das ist ein ab? bisschen enttäuschend. Bitte? Greift sich das ab? Wie meinst du? Naja, also ich sag mal, wird ein bisschen nass, wird schnell schmuddelig. Ach so, nee, ist schon ein bisschen so, hat ein bisschen Foliencharakter schon, ist schon ein bisschen fester. Okay. Aber ist irgendwie ganz komisch zu falten. Also ist so ein bisschen wie so ein Karton irgendwie. Also nicht cool. Okay. Naja, nochmal einmal kurz zu den Figuren. Kannst du da zum Beispiel die Arme verknüpfen oder die Arme verwenden in einem regulären Playmobil-Körper-Set? Die kannst du mit dran machen. Die Arme sind gleich, der Kopf ist länger, also der passt nicht in den Torso einer normalen Figur. Aber die Frisur kannst du wieder wechseln, komplett, ne? Genau, Ja, die Frisur, die Frisuren sind ganz cool ausgearbeitet, also die sind echt gut. alle lange Und Zöpfe die und so, Beine, ne? alle lange Zöpfe, Ja. Und die Beine kannst du auch nicht verwenden. Also die sind auch ein bisschen komisch dargestellt, aber ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber die Pferde sind echt geil. Also Ja.
auch der Film, ich glaube 2002 oder 2003 gab es den Originalfilm. Ich glaube 2017 kam die Serie raus. Ich hoffe, die Zahlen sind richtig. Also kann man sich echt mal angucken, wenn man da Bock drauf hat und Kinder, die auf Pferde stehen, hat. Und das Kanu hinten, ist das jetzt nur Deko? Also quasi als, ich sag mal, Produktrahmen oder gab es das auch im Set? Ich kann es jetzt nicht richtig erkennen. Das Kanu ist dabei. Das Kanu ist dabei. Genau, so ein orangefarbenes Kanu. Genau, das gibt es da auch mit zu. Also das ist schon ein cooles Highlight und ist auch ja ein bisschen cooler als die Kanus aus den 90er, aus der 90er Reihe. Da hast du schön viel Platz und die können auch schwimmen. Sind die länger geworden oder wie? Ja, sind ein bisschen länger, ja. Okay. Genau. Also ganz cooles Set eigentlich. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir uns so lange hier mit dem Spirit-Produkt aufgehalten und jetzt sind wir ungefähr bei der Mitte angekommen, die wir vorbereitet haben, also bei der Mitte der Produkte, die wir mitgebracht haben. Philipp, jetzt müssen wir das, glaube ich, so machen, dass wir die Folge einmal splitten und den ganzen Sommerspaß, der da noch kommt, einfach in die nächste Woche schieben. Ja, ich habe da überhaupt nichts gegen, aber wir sollten auf jeden Fall so die Themen, die wir noch behandeln wollen, würde ich jetzt nicht vorenthalten. Also zumindest 1, 2 Schlagworte schon mal bringen, damit unsere Hörer und Hörerinnen auch wissen, was da auf sie zukommt. Also welche Top-Rubriken hast du denn noch so angedacht? Philipp, wir haben noch ein bisschen Feuerwerk vorbereitet, also die Highlights. Jetzt kommen noch richtige Sommerspaß-Highlights. Und zwar haben wir die Rubrik Fernweh. Ein richtig tolles Produkt, was da dabei ist das Kreuzfahrtschiff, das wir in der nächsten Woche dann noch vorstellen werden. Was haben wir noch für Themen, Philipp? Wir haben natürlich das ganze gastronomische, organisatorische Bespaßungsthemen, die wir dann auf diesen Fernreisen dann haben, ne? Also jeder hat so Ideen, was man dann an den Ferienorten alles so erleben und machen kann. Da gibt es ja verschiedenste Sachen. Auch wie man vor Ort nächtigt, ist immer ein Thema. Auch das werden wir mal anreißen. Und ich weiß gar nicht, ob das Leute mitbekommen haben. Vielleicht Leute, die hier aus der Gegend auch kommen. Ich habe in die aktuelle Kopf- oder Zahlrunde 2 Bilder gepackt bei der Fragerunde der letzten Folge, wo es hieß Freibad oder Badesee. Und zwar ist da ein Bild aus dem Freibad in Havelberg, in dem ich meine halbe Jugend verbracht habe, und ein Bild von meinem Lieblingsbergbadesee in Thüringen, bei dem ich am letzten Mal war. Also richtig toll. Deswegen hier nochmal zu nennen, die Wasserparks, die sind auch dabei. Also wir stellen auch Wasserparks vor, mit Rutschen, mit allen Sachen, mit Kinderbecken, also alle möglichen Dinge, die wir da noch so haben. Wir haben auch so ein paar Ausflüge und Aktivitäten dabei. Ich finde immer, Minigolf darf nicht fehlen, aber das ist ja bei jedem unterschiedlich, welche Aktivitäten da favorisiert sind. Dann machen wir noch eine kleine Reise in die Ferienhauswelt, stellen euch die noch vor und gucken, was wir da noch alles dabei haben. Und zu guter Letzt, Philipp, der Ausflug in die Berge darf natürlich auch nicht fehlen. Für unsere Wanderfreunde haben wir hier auch natürlich ein paar Sachen mitgebracht. Und ja, also das kommt dann in der nächsten Folge auf euch zu. Gut, nicht zu viel verraten. Ich glaube, das war schon fast zu viel. Aber gut, man darf sich freuen. Kommen wir zum spaßigen Teil. Kopf oder Zahl? Boah, Leute, wer hat den denn mitgebracht, hä? Wer hat denn den Zaun mitgebracht hier? Das ist ja mal so gar nicht meins. Naja, was soll's. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Kopf oder Zahl hier im Podcast vom Playmocast. Wir haben hier 5 Fragen mitgebracht und jetzt geht's mal richtig los hier, ne? Viel Spaß bei der Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf oder Zahl. Die Kopf- oder Zahlspielrunde der Folge 4 wird von dir eingeleitet, Philipp. Was hast du mitgebracht? Also ich hätte ja jetzt schon gedacht, dass wir tatsächlich ja, bei der Besprechung der Sets schon auf diese Frage kommen. Aber wir hatten jetzt das Fernweh ja noch nicht ganz abgehandelt, nur angekündigt, nicht abgehandelt. Aber die Frage hat tatsächlich mit Urlaub zu tun. Also man kann ja Urlaub in verschiedensten Arten und Weisen machen.
Und gerade beim Hotel oder bei der Pension oder wie du dich vor Ort unterbringst, gibt es ja Unterschiede. Und daher die Frage an dich, Pension mit Selbstversorgung oder Hotel Mhm. mit All-Inclusive? Ah, ich muss da sofort an die All-Inclusive Hotel-Gäste denken, die dann ihren Arbeitskollegen am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub dann erzählen, boah, du, ich habe 7 Kilo zugenommen, aber das war Ja, das lecker. ist selbst schuld, ne? Das ist selbst Ja, schuld. Ja, das war so lecker, du. ja. Aber Ja, er ich konnte bin auch nicht da, liegen lassen. Also ich musste es ja nehmen. ja, Ja, du, ich war morgens der Erste. ja und ich hab mir jeden Morgen so einen Teller Scampis reingekloppt. Oh, weia. Ja, also ich habe noch nie All-Inclusive-Urlaub gemacht und dachte da auch, oh nee, ich habe da noch nie das Bedürfnis gehabt, dafür, so, also für mein, für mein Geld mich halt tot zu fressen. Also das war bei mir nie so, deswegen würde ich auf jeden Fall die Pension nehmen mit Selbstversorgung. Hast du schon mal All-Inclusive-Urlaub gemacht? Ja, habe ich schon mal gemacht. Also wir waren mal in Tunesien. Hm? Ähm, genau, wir waren in Tunesien in so einem Hotel und es war ja auch alles ganz nett und ganz fein. Ich könnte total viele Sachen aufzählen, die jetzt auch negativ waren. Ne? Also, wo man so sagt, du kommst jetzt aus der Tür da raus und der Strand, den wir auch aus dem Hotelzimmer sehen konnten, war Hm? halt nicht wirklich schön, ja. War so ein Kieselstand, also nicht so Sand, sondern nur mit Steine. Die Brandung war Hm? viel zu viel, baden konntest du eh nicht. Und wenn man denn da war, wurde man halt bloß vollgequatscht. Also die Ferienanlage zu verlassen, war halt nicht unbedingt von Vorteil. Und ja, gerade beim Essen, was mir damals negativ aufgefallen war, du bist halt dann schön hingegangen, konntest dein Essen nehmen, wie du wolltest. Da gab es aber auch viele Essenstouristen. Also Leute, Hm? die jetzt da nur hingekommen sind, um all-inclusive zu essen. Und die haben dann so Spirenzchen gemacht, wie sich eine riesengroße Schüssel genommen, 20 Brötchen da rein und haben ihr eigenes Buffet auf ihren Platz da errichtet. Ah. So, und dann sitzen da 4 Leute, essen 2 Brötchen, heißt natürlich 12 Brötchen bleiben zurück und das geht dann natürlich alles in die Tonne, ne? Oder halt nicht zurück. Das war für mich damals eine richtige Unart, das zu sehen, aber es hat halt auch Hm. keiner da angesprochen oder keiner irgendwie thematisiert und ja, das war wirklich ein negativer Aspekt, der mir nicht gefallen hat, ne? Genau. Hm. Naja, und alles ein bisschen korrupt, was so die Kellner angeht, ne? Ja, Ah. ja, ja. Okay. Ja, finde ich mal ganz schlimm, wenn da Leute sich so vollstopfen, nur weil es einfach umsonst ist und weil alles da ist, weil da so ein Überangebot vorhanden ist und die sagen, ich habe dafür doch bezahlt. Und dann stopfen die sich da alles hin oder stellen den ganzen Tisch voll und dann bleibt die Hälfte stehen und ich denke mir so, boah, warum? Also das ist so eine Verschwendung. Das ist ja schon mal okay, wenn der Hunger größer war als die Vernunft, ne? Und der Teller dadurch zu voll geworden ist und dann bleibt ein bisschen was Ja. übrig. Aber du darfst es halt ja auch nicht übertreiben, ja? Also ein bisschen, du kannst dich natürlich mal verschätzen, aber es sollte nicht die Regel sein, ne? Und das war halt da oftmals die volle Absicht, ne? Oder ich sag mal beim Kind. Beim Kind bleibt eigentlich immer was übrig. Das kannst du eigentlich, Hm. eigentlich jetzt nie so takten, dass es komplett aufgegessen ist. Ne? Ja, aber nicht so 8 Brötchen oder stell mal vor, dir bleiben da 4 oder 5 Brötchen auf dem Teller liegen beim Frühstück, das ist ja schon dann schwierig. Ja, Verschwendung, wollen wir nicht. Absolut, So, ja. also bei mir auch Pension mit Selbstversorgung. Ich finde es Oh, angenehmer. perfekt, Als cool. Familie ist es viel schöner. Du kochst einfach, hast die Produkte, die du auch so haben willst, ne? Du hast es gewürzt, wie du es Ja, möchtest. Du kannst die Menge also so gestalten, wie du es möchtest. Du kannst es schön mit integrieren in deinen Tagesablauf. Also Pension am besten natürlich mit eigenem Kühlschrank, eigener Kochmöglichkeit, mit allem drum und dran und von da aus dann in die hm, Region starten und dir deine Sachen so angucken. Also all-inclusive, ja. nichts für uns, haben wir ausprobiert, gefällt uns nicht. Würde ich auch immer so machen, selber zu kochen. Ich finde auch meistens irgendwo essen zu gehen, in irgendein Lokal oder so, finde ich meistens dann, weiß nicht, ist das Geld nicht wert, weil du kriegst einfach nicht die Qualität, die du für das Geld, was du mehr ausgibst, haben solltest. Und dann finde ich irgendwie zu Hause kochen immer richtig entspannt. Das machst du dann zusammen mit jemandem, zumindest im Optimalfall, und du sparst irgendwie noch Geld und hast meistens mehr und es schmeckt mindestens genauso Ja, gut, ich finde meine, wenn ich. du einmal im Urlaub jetzt irgendwie essen gehst, so als Highlight ist ja auch okay. Ne? Absolut, Aber ja. halt nicht jeden Abend und
jeden Mittag oder sowas, ne? Ja. Na gut, Frage 2. So, weil wir gerade über den Sommer gesprochen haben, über den paradiesischen Sommer, den wir gerade in vollsten Zügen bei 33 Grad genießen können, will ich in die Rubrik des Fernsehens oder in die Rubrik der Kinofilme. Und zwar interessiert mich da, Philipp, entscheidest du dich für den Film The Beach oder Der weiße Hai? Also, wenn ich an beide Titel denke, dann denke ich mir nur so, kenne ich irgendwoher? Also der Name ist bekannt. Inhaltlich kriege ich es, glaube ich, auch nur so halb auf die Kette, was wo war. Aber einen richtigen Bezug habe ich zu beiden Themen nicht. Bei Der weiße Hai fällt mir aber das Sprichwort oder dieser Slogan Jumping the Shark ein. Kennst du das? Nee? Das ist Jumping the Shark, also über den Hai springen, das kommt irgendwie aus dem Amerikanischen und symbolisiert irgendwo, wenn du die Serie einfach auserzählt hast. Wenn es da nichts mehr, also weiß ich nicht, kennst du sicherlich irgendwie irgendeine Serie, die ersten 3 Staffeln waren gut, war aber auch eine Cash-Cow und eigentlich könnte man es mit der 3. Staffel abschließen, aber die müssen halt unbedingt nochmal eine 4. rausbringen, eine 4. Staffel, damit das irgendwie nochmal ein bisschen gemolken werden kann. Und dann gucken die ganzen Fans sich dann irgendwie die Staffel 4 an und denken so, ja, ach nee, muss nicht sein. Dann hast du halt Jumping the Shark irgendwie am Ende der 3. Staffel gehabt. Das ist einfach dann vorbei, ne? Genau. Also und auf dem Grund, weil ich diesen Begriff ganz lustig fand und auch noch nicht so lange kenne, entscheide ich mich auf jeden Fall für den weißen Hai. Die ja tatsächlich springen können. Wer hätte es gedacht? Ja, finde ich witzig, weil ich musste sofort an Haus des Geldes denken. Haus des Geldes, eine blitzsaubere erste Staffel, die 2. war auch noch gut, finde ich, und ab der 3. habe ich mir dann gedacht, nee, komm, gucke ich nicht mehr. Also keine Ahnung, wie viele Banken wollen die noch überfallen? Okay, ich habe die tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß bloß, dass es keine neue Staffel mehr geben wird. Okay, und was wollte ich noch sagen? The Beach, richtig cooler Film. Wie gesagt, Kinofilme oder generell Spielfilme mit Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio würde ich immer bevorzugen. Kann man echt immer gucken, da fällt mir bei beiden kein schlechter Film ein. Deswegen würde ich immer The Beach nehmen. War auch ein ziemlich geiler Film damals, glaube ich 2000 oder so, als er irgendwo in Thailand unterwegs ist und dann von seinem ehemaligen Mitbewohner da diese Karte findet und diesen geheimnisvollen Strand entdeckt, wo diese Kommune lebt, die nicht entdeckt werden will. Also keiner soll diesen Strand finden, keiner soll sich der Kommune anschließen. Und dann kriegt er da nach und nach raus, was da alles abläuft. Hat auch ein ziemlich fieses Ende. Wer den Film noch nicht geguckt hat, ich will jetzt nicht spoilern, also guckt euch unbedingt mal The Beach an. Der ist, glaube ich, zeitlos und ein Film, den man immer gucken sollte oder gucken kann. Der weiße Hai, auch ein ziemlich schräges Ende. Da versuchen die auch die ganze Zeit den Hai zu töten, was denen, glaube ich, durchweg einfach nicht gelingt, weil der Hai ein bisschen zu clever ist für die Leute, die ihn jagen, obwohl da irgendwie die halbe Mannschaft da der Region engagiert ist, aber am Ende schafft Aber ist der weiße Hai im Film nicht auch ein bisschen sehr, sagen wir mal, überzeichnet? Ja, es ist ein bisschen doll, ne? Also ja, der ist ein bisschen übermächtig und gerade wenn man sich das Ende anguckt. Überaggressiv. Genau. Richtig böse dargestellt. Und auch wie die dann den Hai am Ende dann töten, ist, finde ich, ziemlich bestialisch. Also ich kenne nur den ersten Film und da weiß ich nicht, ob man das heute noch so drehen könnte. Also ich glaube eher nicht. Ah ja, gut. Es waren andere Zeiten. So. Ja. Ja, zur 3. Frage. Es geht um Äpfel. Es geht um Grün oder es geht um Rot. Ja. Und daher die Frage, Pink Lady oder Golden Delicious? Ich kenne tatsächlich nur Pink Lady. Gold, also warte mal, wenn du sagst Grün und Rot, dann Pink Lady sind dann auf jeden Fall, wie der Name schon so ein bisschen sagt, ins Rötliche gehende Äpfel. Warum die Lady mit dabei ist, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall gut, also du hast ihn ja schon richtig beschrieben. Pink Lady sieht halt aus wie Pink Lady, ne?
Genau, Pink Lady hat diesen wunderbaren süßen Ton, diesen süßen Geschmack. Finde ich richtig lecker. Golden Delicious habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur noch diese Boskop-Äpfel oder wie auch immer die heißen. Die brauchst die du sind, ja glaube nicht ich, auch so grün. zum Backen oder was. Die sind ein bisschen so. Also dieser Golden Delicious ist tatsächlich auch süßlich. Die kenne ich gar nicht. Die muss ich mir mal holen. Da musst du mal die Augen aufmachen. Also Zum Obsthändler meines Vertrauens. da kriegst du in jedem Supermarkt deines Vertrauens. Also tatsächlich eine gängige Apfelsorte. Ja, so grün, gelblich. Ja. Ja, kann man gut Gibt es essen. bestimmt auch in dem Splash-Kaffee. Das weiß man nicht so genau. Ich glaube, die haben bloß Pink Lady, weil es die Masse kauft. So, aber gut. Ich würde mich auf jeden Fall in dieser Frage für den Golden Delicious entscheiden. Okay, ich bin für Pink Lady, Ja, weil ich Golden Delicious nicht kenne. ja, ich denke mal, dass das viele nur die Pink Lady kennen werden und ich damit meiner Antwort in der Umfrage auf Instagram jetzt nicht gut abschneide, aber das ist mir egal. Genau, danach geht's hier nicht. Hier geht's Es geht um Meinung. um das, was das Herz sagt. Ja. Oh. Eine Sache, die aber ganz, ganz viele Zuhörer kennen oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kennen alle Zuhörer beide Elemente, die ich für die nächste Frage mitgebracht habe. Und zwar geht es hier um die absolute Entscheidung, wenn es um den Strandurlaub geht. Ist ein bisschen überspitzt formuliert, glaube ich, aber ja, stellt selber fest, was ich meine. Und zwar geht es um den Sichtschutz und um die Strandmuschel. Philipp, wofür entscheidest du dich? Ja, ich nehme ganz klar die Strandnuschel. Nee, jetzt mal ehrlich. Also im Prinzip hat die ja Vorteile, die für mich unabdingbar sind. Sie schützt nicht nur vor Blicke, sondern sie schützt vor allen Dingen vor Sonne, ja. Und wenn man jetzt nicht so sonnenresistent ist wie du und einfach bloß braun wird, dann ist so eine Strandmuschel halt einfach viel besser. Kannst dich halb reinlegen. Die Beine sind immer noch irgendwie draußen in der Sonne, wenn du es möchtest. Der Oberkörper, der Kopf ist geschützt. Du kannst ein paar Getränke reinstellen. Genießt die Aussicht. Bist ein bisschen vor Wind geschützt. Falls es ein bisschen überwindig ist, dann hast du auch nicht das Problem, dass da deine Snacks, die du vielleicht mit bei hast, mit Sandkörnern vollgepustet werden. Und von daher, ja, rein aus Sonnenschutz die Strandmuschel. Okay. So, und bei dir Ganz wilde, der Sichtschutz. Der Sichtschutz, erzähle ich gleich eine Geschichte zu. Ganz wilde Strandbesucher, die kombinieren einfach Sichtschutz mit Strandmuschel und bauen sich ihren halben Zoo da auf, so mit Gehege und so. Also Endgegner. Haben die denn auch ein Schild, bitte nicht füttern? Betreten der Rasenfläche verboten. Ja, genau. Sie sind schon länger da. Ich bin immer, also früher dachte ich immer. Wie groß muss denn so eine Parzelle denn sein? Wie viel Land verleimen sich denn da ein? Also der Profi. Was ist denn da die Messlatte? 4x4 Meter muss schon sein, oder wie? Ja, 4x4 ist schon ganz gut, ja. Ich glaube, 4x4 ist schon ein guter Bereich. Ich bin ja mittlerweile in so einem Alter, dass ich dann nicht mehr über die Leute, die einen Sichtschutz mit an den Strand nehmen, lache. So. Früher war das ja immer so ein Thema, weil ich dachte, ja komm, die ganzen älteren Leute, die an den Strand gehen mit Sichtschutz und wie peinlich und was machen die da? Und irgendwann wurde ich dann erwachsen und mittlerweile gehe ich nur noch mit Sichtschutz an den Strand. Ist natürlich für den Hund auch gut, den wir immer mitnehmen. Also für Jack, der liegt dann echt gut im Schatten, der freut sich darüber. Aber so hast du deinen eigenen Bereich und du hast auch einen Bereich der Größe, dass du sagen kannst, okay, ich nehme anderen nicht den Platz weg und wir haben ja so einen, Geheimstrand, wäre jetzt ein bisschen zu James Bond-mäßig ausgedrückt, aber so ein Bereich, wo relativ viel Platz ist, wo der Parkplatz relativ schnell voll ist und dadurch kommen einfach automatisch nicht mehr so viele Leute an den Strandbereich und da kannst du echt wirklich dein Areale aufbauen und das ist ganz cool, also du hast da so ein bisschen Freiraum und kannst dich da frei bewegen, kriegst von den Außenaktivitäten dann gar nicht so viel mit, wenn du willst und kannst dich da echt perfekt zurückziehen, deswegen absolut der Sichtschutz. Okay, na da haben wir doch mal wieder Unterschied, ist doch gut. Und wie groß ist dein Planquadrat? 3x3. Wir sind jetzt mit zwei Sichtschutz-Eventen, muss man sagen, unterwegs. Ich hatte früher natürlich immer nur eins, als ich alleine unterwegs war. Marie hat auch einen Sichtschutz und deswegen, haben wir so, ich weiß nicht, was wir an Fläche haben. Ja, so 3x3, 3x4 schon. Okay. Und dann an zwei Seiten zu. Genau. Ja. Genau. Okay.
schon profimäßig Ja, unterwegs. yeah, man will sich ja auch nicht die Sicht verbauen, ne? Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Ja, so ein bisschen inspiriert aus der Fantasie eines Kindes, ne? Mhm. Mein Sohnemann, der ist immer also Superheldenkräfte hat er, ne? Feuerschwert und Co. Da deckt er sich jeden Ja. Tag was Neues aus oder saugt das auf wie ein Schwamm. Kennst du dich etwas aus mit diesem ganzen Universal DC Superhelden Comic? Hast du nicht gesehen, Fähigkeiten oder ist das an dir vorbeigegangen? Ich habe komplett keine Ahnung von DC. Also ich weiß, was DC ist und wer dazugehört. Und ich habe ein bisschen mehr Ahnung von der hier Marvel Ja, Avengers ja, ja. oder von Marvel. Aber auch wirklich tendiert Richtung Null. Also ich habe da gar keine Ahnung. Also da weiß ich nicht viel. Ein paar Charaktere kenne ich, aber das war's. Also bei so einem Multiple-Choice-Aufgabe, ist es ein Marvel oder ist es ein DC-Held, wüsste ich nicht, ob ich alle richtig habe, ehrlich gesagt. Also richtig tief drin bin ich da auch nicht. Aber gut, man hat Ja. es halt schon mal gehört. Gibt es mittlerweile hinten raus auch so viele, finde ich. Das wird ja auch so ausgemolken wie so eine rumänische Ja, Bergziege. Jumping the Also Shark, von ne? daher, ja, absolut, Das ist ja, eigentlich wirklich. auserzählt. Braucht man nicht mehr. Aber nein, ja, jetzt kriegt hier jeder kriegt seine eigene Sendung. Auch Superhelden, die du vorher halt nicht kanntest. Aber gut, Und jeder darf mal. Ja. jeder darf mal ran, genau. Also ich sag mal, jemand, der jetzt wirklich da, finde ich, ist irgendwie sowas wie Batman. Das gab es ja Hm. auch schon als Comic oder als ja, Cartoon zu unserer Zeit damals, ne? Oder als Hm. diese ganz alten Dinger mit Robin. Kennst du noch diese Filme, wo dann irgendwie gekloppt wurde und dann gab es immer dieses Pau und Peng eingeblendet? Ja, 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 ja. richtig cool, Ne? ja. Also Ja. ähm, richtig steile Produktion. Also von daher, von daher ist schon okay, dass das so ein Klassiker ist, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Green Lantern mit Ben Affleck, brauchst du das? Weiß ich nicht. War Ryan Reynolds nicht Green Lantern? Ja, kann sein, ja. Obwohl der Typ ja eigentlich ganz lustig ist, ne? Ja, Ryan Reynolds liebe ich, ja. Na gut, okay, egal. Auf jeden Fall zwei Fähigkeiten da mal aus diesem ganzen Bereich da rausgenommen und mal gegenübergestellt. Mhm. Superheldenkraft, Laserblick oder Formenwandler oder Formwandler. So, wenn du auswählen kannst, Mhm. was würdest du nehmen? Ich meine, bei Laserblick Was kann mein Laserblick? Sonnenbrille runter und dann kannst halt mit Laserstrahlen aus den Augen schießen. Ist super praktisch im Alltag. Ah, okay. Ne? Kannst zum Beispiel Schlösser knacken, du kannst einen Grill anmachen damit. Äh, Ist für den Campingurlaub gut. auch, genau. Aber ich glaube, Ja. in den meisten Sachen eher hinderlich. Die Dose ist vielleicht ein bisschen zu doll. Vielleicht, ja. Oder halt Formwandler. Du du kannst die Form einer anderen Person annehmen. Kannst Mhm. Haare, Größe, alle optischen Merkmale übernehmen, selbst die Stimme Ja. und kannst dich für jemand anderen ähm, ausgeben. In Hm. diesen ganzen Geschichten, glaube ich, haben das immer bloß die Bösen. Und die verwandeln sich natürlich dann in irgendjemanden und infiltrieren dann die andere Basis und machen der Schindluder. Lass mich raten, du würdest den Formwandler nehmen, weil du auch Schindluder treiben willst, ne? Absolut, ja. Ich bin gemein. Deswegen, die Formwandler finde ich echt cooler und finde ich auch irgendwie witzig. Also, ja, Laserblick ist auch sehr zerstörerisch, also ist beides ja irgendwie sehr gemein und sehr, sehr böse. Ähm, ja, deswegen Formwandler ist schon mein Favorit. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das in der Instagram-Umfrage umsetzen, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, irgendwie. So, okay, dann nehme ich auch den Formwandler, weil der einfach viel praktischer ist. Ja. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, es kann zerstörerisch sein. Die Frage an dich, Formwandler. In welche Person, oder ja, du musst es jetzt auch nicht namentlich benennen, Ja. aber sag mir zumindest, in wen würdest du dich als erstes verwandeln und was würdest du machen? Oh, das ist eine gute Frage. Oh, da brauche ich, glaube ich, zu lange, um darüber nachzudenken. Viele sagen ja, oh, ich würde mich gerne mal in eine Frau verwandeln, um zu sehen, wie das so im Frauenkörper ist. Aber ich weiß gar nicht, was da so cool Ah, das ist. kannst du aber auch so. Wie meinst du? Naja, ein paar Socken vorne reingesteckt, eine Perücke aufgesetzt und ein Kleid angezogen. Also dafür muss jetzt nicht unbedingt ein Formwandler sein. Ja, aber das ist ja schon ein Unterschied, ne?
Ich würde mich in ein Pferd verwandeln wollen, glaube ich. Ich finde Pferde im Galopp ein bisschen magisch. Ich weiß gar nicht, ob Pfauenwandler jetzt auch auf Gegenstände und auf Tiere bezieht. Ich glaube, das geht nur auf Menschen. Ah, okay. Aber da bin ich jetzt auch nicht so richtig drin im Game. Oh ja, dann wird es kompliziert. Aber ja, ich weiß nicht, Menschen, ich weiß nicht. Ich hätte, glaube ich, Angst, irgendwann nicht wieder zurückzukommen, weißt du? Ja, das ist ja nicht gegeben. Das ist ja auf jeden Fall, du kannst dich immer wieder zurückverwandeln. Muss er die Form halten. Also ist gar nicht so leicht. Das ist auch viel Konzentration und so, ne? Dass die Seele brauchen. Ja. Ich habe schon mitbekommen gerade. Ja, also ich würde auf jeden Fall, gibt es noch die eine oder andere Person, die jetzt sehr unfreundlich war in der Vergangenheit zu mir. Und ich glaube, ich würde mir durchaus Freude dabei haben, in deren Namen noch ein bisschen den Laden aufzumischen, ne? Ja. Okay, ich verstehe. Ja, auch destruktiv, aber zumindest hätte daran einer Spaß. So, und zwar ich. So, also in dem Sinne, denke ich, haben wir es. Alle 5 Fragen sind gestellt. Genau, die Runde ist abgeschlossen und wir kommen dann demnächst zurück. Ja, nächste Woche mit Teil 2 zum Strand. Ja, Berghütte, Fernweh, Strandaktivitäten. Ihr dürft euch freuen. Ich hoffe, ihr habt euch vernünftig unterhalten gefühlt und seid nächste Woche wieder mit dabei. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt glücklich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.